Also das ist wirklich, Leute, das ist wirklich die beste Dragon-Theorie, die ich, glaube ich, je gehört habe. Es ist einfach so. So, liebe Leute, was geht ab? Ich begrüße euch recht herzlich. Heute werden wir mal auf eine überkrasse One-Piece-Theorie reagieren, wie es scheint. Denn sie wurde mir 2- bis 3-mal geschickt von einem englischsprachigen One-Piece-YouTuber, der Evil heißt. Ich habe ihn verlinkt in der Videobeschreibung. Checkt ihn auch mal ab, der hat ein paar knackige Theorien auf seinem Kanal. Und wir gucken uns heute eine an über Dragon. Ob Monkey D. Dragon, der Vater von Ruffy, Uranus ist. Die antike Waffe Uranus. Es ist schon lange in der One-Piece-Community so eine Theorie, dass es halt so ist. Aber mal gucken, was er gefunden hat, Leute. Wir gucken rein. Ich wünsche euch viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also, lass uns direkt reingehen. Ich werde nicht so oft pausieren. Ab dafür. Monkey D. Dragon is definitely the ancient weapon Uranus. Alter, er ist sich ja maximal sicher, Leute. You might be skeptical now, but at least make it to the end of the video because I'm going to give you the strongest case possible. And yeah, technically this isn't a new idea, but I have concrete evidence that you definitely missed. Er hat 100%ige Belege, die wir verpasst haben, Leute. Also da bin ich jetzt echt gespannt. Wie, also ich hoffe, die sind nicht zu weit hergeholt. Also, you probably watched a few videos of mine thinking you're subscribed, but you're not. So scroll down, hit the subscribe and like button. First of all, we need to explain what Uranus even is. Okay, bevor er explaint, was Uranus ist. Also, meiner Meinung nach, Uranus muss eigentlich die Beherrschung von Wind und Wetter sein, gerade in so einer One-Piece-Welt. Ich glaube nämlich, die antiken Waffen, wie gesagt, Pluton, ein Kriegsschiff, mit dem man auf dem Wasser segeln kann. Dann haben wir Poseidon, Shirahoshi, die Seekönige beherrschen kann, also unterhalb der Meeresoberfläche alles. Und dann natürlich macht es doch Sinn, dass oberhalb der Meeresoberfläche Wind und Wetter, dass das noch irgendwie mit einer antiken Waffe beherrscht wird. Das wäre natürlich in so einer Piraten-Wasser-One-Piece-Welt der Überburner. Also das wäre überkrass. That way this theory even makes sense, it's kinda important. So Uranus is one of the 3 ancient weapons in One Piece that the world government absolutely despises. The other 2 weapons being Pluton and Poseidon. Pluton was focused on during Water 7 in Ennie's lobby when CP9 was looking for its blueprints. We even got a Robin flashback where Professor Clover explains that the world government is hiding knowledge about these ancient weapons. Ja, natürlich, Leute, die wollen alles vertuschen. Alles wollen die irgendwie vertuschen, was da mit den antiken Waffen zu tun hat. Aber wie krass ist eigentlich der Fakt, dass Robin die ganze Zeit wusste, seit Alabasta, dass Pluton auf Wano ist. Das wusste sie schon damals, weil es dort auf dem Pornoglyph stand, dass Pluton in Wano Kuni liegt. As far as Poseidon and Uranus goes, they didn't get any focus until the Fishman Island arc, which was like 220 chapters later. But regardless, these literal inbreds think that the ancient weapons are inherently evil, which is clearly not true. Nee. Ja, Shirahoshi ist so lieb. Proves that the ancient weapons are not inherently evil. And if we assume that Dragon was an ancient weapon, this would make sense too because Dragon has been liberating countries and saving children for the past 2 decades. Now, based off the names Poseidon, Pluton, and Uranus, you can see how they're based on Greek or Roman gods. Ja, diese griechischen Gottheiten, an denen die antiken Waffen angelehnt sind, das ist ja auch schon lange und deswegen denkt man auch, dass Uranus halt irgendwas mit Wind und Wetter ist. Greek god Poseidon, for an example, also Himmel. is the god of the sea and waters. Applying this to Shirahoshi, it makes sense because she has the power to summon Sea Kings without using the voice of all things. Now it's important. Ja, das ist echt krass. Das ist echt der Unterschied. Dass sie einfach diese Seekönige hören kann, befehligen kann, aber die Stimme des Universums nicht hat, so wie Ruffy. To know that because that means her ability Poseidon is a natural phenomenon that only she has, making her Das ist echt an krass. ancient weapon. Now let's take a look at the Greek god Uranus and see what that holds. So apparently Uranus is the personification of the sky and it also correlates with the words rain and moisten. Some instances Ach, Digga. even call Uranus quote unquote Lord of the Rain. With that being said, the ancient weapon Uranus in One Piece would control. Leute, immer wenn Dragon ankommt, irgendwie ist Wind, Wetter, Unwetter, Lockdown auch und so. Ja, also es macht schon Sinn. Allein deswegen. That's an important detail that most people overlook, so don't be one of those people. Now that we understand how Uranus is connected to rain and wind, let's talk about the Hindu god Vayu. Ach, oh, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Das klingelt ganz leicht. Before we do that, let's speedrun how Luffy's based on a Hindu monkey god named Hanumanji. Oh, Hanuman. Hör auf mit dieser Hanuman-Theorie. Aber es ist wirklich ein bisschen was dran. Luffy used an attack called Bajrangan. Bajrang is another name for the word Hanuman. They're the same thing. Das war genau, die Theorie kam auf mit diesem Hanuman und so und ein paar Wochen, Monate später kam sofort dieser Angriff, diese Bajrangan von Ruffy, die 1:1 an diesen Hanuman angelehnt war. Also da hat Oda schon die Parallele sozusagen bestätigt und verknüpft. Luffy already has a Hanuman attack. 2,
Luffy and Hanuman both ate the sun thinking it was a fruit. Ah, ja, das ist krass. Das wusste ich nicht. Dass der Hanuman auch ursprünglich da ein Affe war und die Frucht gegessen hat und keine Ahnung. Das ist heftig. Krass. Ja, okay, die können den Körper formen, groß machen. Und immun gegen Blitze. Ja, okay, da haben wir es. Ja, okay, das ist schon. Hanuman share 1247 similarities, but this video is not about Luffy and Hanuman, it's about Monkey D. Dragon. Now the interesting thing about Hanuman is that he has a The Son of Vayu. Na klar, na klar. Ich wollte es gerade schon aussprechen, Leute, bevor er es gesagt hat. Natürlich ist der Vater von diesem Hanuman auch noch Vayu gewesen. Der Gott der Winde, okay. Hindu father named Vayu. When it comes to 1-year-old Dante, Pierre, You're not the father. are the father. Ey, das sind die geil. Ja, Mari 64, Digga. Geil, Leute, geil, geil. Ich liebe And the diese special Videos. thing about Vayu is that he's famously known as the quote-unquote Lord of the Winds. And you know what else has huge ties to the wind? Dragon and Uranus. Got it! Now, almost every single time that Dragon appears in the story, it's either windy or rainy. Like in chapter 100 immer. when he first appeared, Da, it was Lockdown. both rainy and windy as fuck. Now remember, Auf Uranus einmal. is a personification of the sky and rain. So for a rainy storm to go on like that while Dragon is around, Ey, wie krass der Auftritt war, ne? Ich muss das unbedingt nochmal rewatchen, ungefähr, diese Folge da, diese is Lockdown-Episoden. a little too ironic. And we could also bring up how Dragon manipulated Wie krass einfach, er war da, Folge 100. wind to save Luffy from all the Ja, und das, dieser grüne Wind, der alles freipustet, ist zu 100% Dragons Kraft. So for Dragon to be labeled as the ancient weapon Uranus would make sense since he can manipulate both wind and rain. Another thing I want to point out is from one of the most underrated arcs in the entire story, Skypiea. During Nolan's flashback, we see a beautiful young Ja, lady die brought to a Götter. shrine to get Die Götter. sacrificed. While this is going on, they name drop several gods Ja, which at the okay, time jetzt auch noch we thought Forest were und completely Earth. irrelevant. Ja. The god of the sun, the god of the rain, the god of the forest, and the god of the earth. Ja. I actually have a full video on Ja, this topic with the ja. characters Forest natürlich, dann jetzt Green Bull und Earth. Ja, ob es denn ihm mal ist. with each one of those gods, the video should be at the top of the screen. But if you remember how Uranus is known as the Lord of the Rain, but also manipulates wind as a subset power, this would mean that both Dragon and Uranus fit the god of the rain. Now, Ja, let's use das würde Luffy passen. As an example. Luffy physically has fire-based attacks, but metaphorically brings the dawn like the sun, so for him to be the god of the sun makes complete sense. But it's important to know that Luffy is the sun god because Jetzt ist er wirklich der Sonnengott so. he was fated to eat the sun god devil fruit. So maybe we can apply this logic to Dragon where he was fated to eat the rain god devil fruit, making him Uranus. So therefore Ja, ob er auch die Teufelsfrucht gegessen hat oder es auch wieder so eine ich sag mal so wie bei Shirahoshi, bei Poseidon, so eine angeborene Fähigkeit sein muss, was Übernatürliches, ohne eine Teufelsfrucht zu haben, so. Ob es vielleicht sowas ist oder eine Teufelsfrucht, ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Dragon auch so geboren ist mit der Kraft von Uranus, so. Also, Dragon das wäre has the heftig. Lord of the Rain and Lord of the Wind powers because he's based on the combination of Uranus and Vayu. Oh yeah, it's all coming together. Another thing about Vayu is he's Königreich vor den Lama, so geil, Leute. known as a fighter and destroyer, but also powerful and heroic. This completely fits Dragon's personality, being he's the leader of the RA, and him and his team are heroically liberating countries just like Luffy is. Vayu's also a Dharmapala and often classified as one of the 12 divas grouped together as directional guardians. That could be a reference to the Revolutionary Army, since the RA has directional guardians, being that Ja. each commander is in control of a certain sea. It's also a double entendre in One Piece to have Vayu and Greek god Uranus combined to make Dragon, since Greek god Uranus is the father of 12 titans. Like I just said, Vayu's one of the 12 divas and Uranus is one of the 12 titans. That's pretty ironic. But wait, there's more. Now I actually want to talk about Monkey D. Dragon's epithet or title. So according to Viz, Dragon's one and only title is the world's worst criminal. This is constantly confused with world's most wanted man, and Yeah. people blame it on the anime. But even if you go to the anime, they call him world's most heinous criminal, which is the same as saying world's worst criminal, not world's most wanted man. Ja, okay. Into the semantics of world's worst criminal, but I will say if he was actually world's most wanted man, they would Es geht ja ein bisschen Hand in Hand, wenn er der Mann mit der meisten Kriminalität ist oder der kriminellste Mann auf der Welt, dann ja, ist er dann der meistgesuchteste. Ja, Übersetzung ist halt in One Piece immer das A und O, ne? Also da sind schon so viele Fehlübersetzungen rübergekommen jetzt die letzten Jahre, allgemein, seitdem One Piece da ist. Die deutsche Übersetzung auch gerade hat sehr viel verhunzt. Ich erinnere mal an Unicorn. instead of taking extra steps to depict that. True, and yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. That's true. That's pretty true. That's pretty true. I mean,
That's true. But look, either way, the world government may be calling him that not only because he leads a revolutionary army, but because he's an ancient weapon. Dragon's Vivi card even says that he's the most evil man on the planet, but seeing everything he's done on screen kind of contradicts that. Ja, das steht immer nur so irgendwo oder liest eine Zeitung und keine Ahnung so und auf einmal, es ist einfach, Leute, ich glaube auch, einfach weil er die neugeborene Uranuskraft hat, beziehungsweise Uranus ist und das weiß die Weltregierung vielleicht und diese Info macht ihn einfach sofort zur absoluten Zielscheibe. So it's likely they're painting him this way because he's an ancient weapon, because like I said earlier, they think the ancient weapons are inherently evil. Another important detail about Dragon is actually from his Vivi card. So apparently Dragon has a dark secret that even if his followers knew about him, they would undoubtedly still follow him. Technically, this is Ja, okay, das ist wahrscheinlich just das. speculation, but if that secret was that he was ancient weapon Uranus, it would make sense why they still follow him, given he helps almost everyone he comes in contact with. So why would they care that he has or is the ancient weapon Uranus? You make a good point. With all that being said, let's tie back Dragon with the ancient weapons. We know that Pluton's a warship with blueprints, making Pluton an inanimate object. But Shirahoshi's a mermaid princess, making Poseidon a sentient Fleisch being. und Blut. In chapter 1044, or arguably earlier chapters, we learn that Zoan fruits have a will of their own. This means that devil fruits are both objects and sentient beings, especially when you consider devil fruits like God of the Sun. So Uranus being a devil fruit. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass Uranus letztendlich diese Wind- oder die Wetter-Teufelsfrucht ist, eine Logia oder halt, ja, es ist wahrscheinlich dann auch eine mystische Soan-Frucht, ne? Also, wie er gerade erklärt hat. Macht schon am meisten Sinn. Viele haben immer gedacht, der hat wirklich einfach so eine Wetterlogia oder so, aber es ist höchstwahrscheinlich wirklich eine mystische Soan. Ja, also ob es denn Vayu ist oder Rain God oder so, wie es dann heißt. Theoretisch könnte ich es mir vorstellen. Oder die Teufelsfrucht heißt an sich Uranus. Oder sie haben einfach nur diese Teufelsfrucht als Uranus klassifiziert. Weil man damit, wie gesagt, Wind und Wetter beherrschen kann. Und das ist gerade in so einer Welt, wo es halt nur Schiffe gibt und so viel Wasser, ist das halt eine der krassesten Waffen überhaupt oder die krasseste Teufelsfrucht überhaupt in dieser Welt. Of God of the Rain puts it in the middle of Pluton, the inanimate object, and Poseidon, the sentient being. And it would take Monkey D. Dragon eating the Zoan God of the Rain devil fruit, aka Uranus, to make use of the ancient weapon. In other words, Dragon ate Uranus. Hey, yo, what the fuck? Too long didn't watch. Dragon is the combination of Hindu god Vayu and Greek god Uranus because he ate the God of the Rain devil fruit. I feel like this is one of those theories where even if it was wrong, there's a lot of strong. Ja, also das ist wirklich, Leute, das ist wirklich die beste Dragon-Theorie, die ich, glaube ich, je gehört habe. Es ist einfach so. Ich kannte sie aber auch schon vorher. Also ich hatte diesen Vayu-Begriff, dieser Rain-Gott und so, das kam mir schon bekannt vor. Er hat es nochmal sehr gut zusammengefasst. Originalvideo ist in der Videobeschreibung verlinkt. Leute, krasse Theorie, oder? Ich find's krass. Also das macht schon am meisten Sinn. Eine schlüssigere Theorie gibt's gar nicht zu Dragon, finde ich. Und auch zu Uranus. So, Leute. Deswegen, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin erstmal raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.